Hallo, heute wollen wir euch mal den Besenginster vorstellen. Eine Pflanze, die als tödlich giftig gilt, aber trotzdem in der Geschichte schon medizinisch genutzt worden ist, in der Ernährung und auch als Rauschmittel teilweise galt und auch für den Planeten natürlich eine sehr wichtige und interessante Pflanze ist in der Ökologie. Und warum und wieso, das werdet ihr alles in diesem Video erfahren. Viel Spaß! Besonders gerne wächst der Ginster auf Weiden, ja, so die am besten auch nicht permanent beweidet werden vielleicht, sondern nur mal ab und an. Aber auch sonst finden wir den an vielen anderen Standorten, ja, auch so auf Ruderalflächen, sprich Flächen, die mal von Menschen vielleicht genutzt worden sind und jetzt sich selbst überlassen werden. Ja, sowas ist sowieso immer das Beste, wenn wir Natur ein bisschen mehr sich selbst überlassen. Ja, da wächst er auch hin und wieder ganz gerne mal, aber teilweise auch an Waldrändern, ja, so Waldsäume. Auch an Böschungen wächst er gerne, da wird er auch gerne angepflanzt direkt, ja, um die Böschungen so ein bisschen zu befestigen und sowas. Also der ist recht verbreitet, ja. Was er auf jeden Fall aber mag, ist ganz gerne schon etwas mehr Licht. Ja, deswegen gerade so auf Weiden und so, ja, da ist es oft sehr sonnig, da finden wir sehr viel davon, von dem guten Licht. Ansonsten mag er auch tendenziell eher saure Böden, also so auf kalkhaltigen Böden, da finden wir den eigentlich eher nicht. Ja, ist so eine typische Pflanze für saure Böden und auch eher stickstoffärmere Böden sind auch besser. Ja, also jetzt, wo jetzt richtig viel ist, so, da geht es dem auch nicht so gut. Ansonsten kommt er ganz gut mit allem Möglichen klar, ja, mit Sand, mit Lehm, mit Stein. Alles in allem ist es schon eine Pflanze, die jetzt nicht so selten unbedingt ist und die man recht häufig finden kann, vor allen Dingen eben in Regionen, wo es saure Böden gibt. Da ist er schon teilweise sehr, sehr häufig. Und wenn die Bedingungen passen an bestimmten Orten, dann tritt er da auch wirklich teilweise in Massen auf, ja, so hektarweise, dass da ein Ginsterstrauch neben dem anderen wächst. Das ist dann auch so was ganz, ganz Typisches für den. Der Besenginster ist ein Strauch, der so 1 bis 2, selten auch mal ein bisschen größer wird noch, ne, in Metern. Und er ist sehr auffällig, vor allen Dingen jetzt so im Mai, Juni rum, wenn er blüht, denn da fällt er auf eben als so ein gelber Busch vor allen Dingen, ja, denn die Blüten sind wirklich sehr, sehr groß, wie wir sehen. Ja, die sind so 2 Zentimeter oder 3 sogar teilweise und eben sehr auffällig, ja, so zygomorph, haben auch so einen leichten Duft, ja, der so ein bisschen blumig ist, aber auch ein bisschen streng, also so eine Mischung aus blumig und streng. Kann man mal dran riechen und mal eine Nase von nehmen. Dann haben wir so grüne Zweige, die ganz markant fünfkantig sind. Und da finden wir so 3-zählige Blätter dran. Ja, und diese einzelnen kleinen Blätter, die wie gesagt dann so zu dritt immer da sind, die sind so ein bisschen eiförmig. Also das ist so das Aussehen, ne? Und ja, es erinnert so ein bisschen so, wie diese ganzen Sprösslinge da so rauswachsen, eben irgendwie immer so an Besen. Ja, teilweise, wenn man so einfach so mal einen Ast sich anschaut, wie der sich dann so entwickelt, wie so ein Besen. Manche Besenginster, die so in der Landschaft stehen, gerade die jüngeren, die sehen teilweise auch wirklich so aus, als hätte man einen Besen einfach mit dem Stiel in die Erde gesteckt. Ja, also da kommt dann so ein Stück Holz aus der Erde und oben kommen dann diese grünen Zweige, die sich so aufteilen wie so ein Besen oben raus. Also die könnte man theoretisch so direkt abernten und als Besen verwenden. So sehen sie zumindest aus. Und später im Jahr, da haben wir da natürlich noch die Hülsenfrüchte. Ja, hier haben wir zum Beispiel noch so eine, ja, die sind sehr dunkel. Ja, da befinden sich die Samen drin, die sind fast schwarz und die werden dann später im Jahr ausgebildet nach der Blüte. Der Besenginster hat so einige ökologische Besonderheiten, die werden wir uns jetzt mal anschauen. Zum einen ist der Besenginster sehr gut darin, als eine der ersten Pflanzen überhaupt Sanddünen zu besiedeln. Wir haben uns ja im vergangenen Winter, das Video werden wir euch verlinken in der Infobox, ja schon mal das Silbergras angeschaut, was ja wirklich eine der allerersten Pflanzen ist, die eben so ein bisschen für Stabilität und Festigkeit in den ja doch ganz gerne umherwandernden Sanddünen sorgen. Und wenn die dann so da sind, ja, zum Beispiel das Silbergras, dann ist oft der Besenginster gar nicht mehr so weit entfernt und gesellt sich dann gerne dazu. Dann kann er auch gleich was Gutes für den Boden machen. Ja, der Besenginster ist ein Tiefwurzler und der lebt in Symbiose mit sogenannten Knöllchenbakterien unter der Erde und die binden wiederum Stickstoff, ja, was dann wieder den Boden verbessert, auch für andere Pflanzen. Ja, ansonsten haben wir auch noch ganz besondere Mechanismen beim Besenginster. Zum einen bei den Blüten ist es so, dass wir diese Staubblätter haben, ja, wo eben der Pollen dran sitzt. Da ist es eben so, dass die wie in so Flügeln erstmal eingesperrt sind. Da sieht man die Staubblätter bei den jungen Blüten, die sich zwar schon geöffnet haben, erstmal gar nicht, sondern die sind eben so eingeklappt in wie so einem Flügel. Und wenn dann ein Insekt kommt, was schwer genug ist, ja, das kann nicht jedes Insekt sein, zum Beispiel eine Hummel kann das aber sein, und die setzt sich eben da drauf, dann öffnet sich dieser Flügel und die Staubblätter, die werden sozusagen gelöst und von hinten klatschen dann die der Hummel auf den Rücken drauf und knallen der da den ganzen Pollen drauf.
Ja, und so trägt die dann den Pollen weiter. Ganz interessanter Mechanismus, ja, so ein Explosionsmechanismus wird es auch genannt. Und das zeigt halt, dass der Besenginster schon Nackenklatscher verteilt hat, als wir noch als haarige Affen durch den Wald gesprungen sind. Ansonsten haben wir auch noch eine Besonderheit bei diesen Hülsenfrüchten. Die sind ja sehr dunkel, ja, bis schwarz. Und das machen die deswegen, weil die sehr gerne Hitze aufnehmen, ja, und die Trockenheit mögen. Und das machen die deshalb, weil sie haben so eine Naht, und wenn sie richtig heiß gelaufen sind in der Mittagssonne und so, ja, an einem heißen Tag, dann platzen die an dieser Naht auf, und da haben wir auch schon wieder wie so eine Explosion, denn da werden dann die Samen mehrere Meter weit durch die Gegend verteilt. Also auch ein ganz interessanter Mechanismus in der Richtung. Ansonsten gibt es auch noch einige Insekten, die mit dem Ginster sehr eng zusammenleben, ja, zum Beispiel den Ginster-Grünspanner, die Raupen von diesem Schmetterling, die brauchen den Ginster ganz arg, ja, um sich halt zu ernähren. Außerdem gibt es auch einige Käfer, die sehr auf den Besenginster abfahren. Da ist zum Beispiel der Besenginster Spitzmausrüssler zu nennen. Ja, der hat nicht nur einen ganz tollen Namen, sondern der sieht auch wunderschön aus. Der Besenginster enthält vor allen Dingen erstmal alle möglichen Alkaloide. Da sind vor allen Dingen zu nennen das Spartein und das Lupanin. Außerdem finden wir im Besenginster auch biogene Amine, wie zum Beispiel Dopamin oder Tyramin. Dann finden wir zum Beispiel in den Blüten auch ätherische Öle. Ja, im Besenginster sind sonst auch noch Flavonoide enthalten und in den Samen, die dann später im Jahr zu finden sind, auch noch Lektine. Ja, also für die Wirkung im Besenginster sind vor allen Dingen natürlich die Alkaloide verantwortlich, insbesondere das Spartein. Und das ist auch ein recht interessantes Alkaloid. Ja, das wurde im 19. Jahrhundert erstmalig entdeckt und dann auch erstmal relativ viel verwendet in der Medizin. Ja, da hat es schon mal eine recht wichtige Rolle gespielt. Zum Beispiel bei Herzrhythmusstörungen wurde es verwendet und insgesamt als Kreislaufstimulanz. Ja, denn dieses Spartein, das erhöht auch den Blutdruck eben, stimuliert den Kreislauf, macht all solche Sachen. Und es ist auch ein Wehenmittel. Ja, dementsprechend wurde es eben auch zur Weheneinleitung verwendet, ist aber anscheinend durchaus auch mal missglückt, ja, denn das war dann teilweise auch so stark, dass die Neugeborenen dann halt gestorben sind, weil die Wehen auch teilweise zu stark waren. Also eine recht riskante Sache, ja, eben auch als Kreislaufstimulanz hat es wohl nicht immer so gut geklappt, wie man sich das vorgestellt hat. Ansonsten wirkt es auch diuretisch etwas, ja, fördert auch so ein bisschen die Aktivität vom Darm, also hat ein recht umfangreiches Wirkspektrum. Aber viele Nebenwirkungen auch. Ne? Bei einer Überdosierung kann es halt dazu kommen, zum Beispiel ja erstmal so zu Erbrechen und Durchfall und sowas, Übelkeit eben. Dann geht es eben aber auch auf den Kreislauf, kann zu einem Kreislaufkollaps führen und im schlimmsten Fall dann eben auch sowohl zu einer Atemlähmung als auch zu einem Herzstillstand. Und dann natürlich dementsprechend auch dann final der Tod. Ja? Also ist nicht ganz ohne. Ja? Das Spartein wirkt auf den nikotinischen Acetylcholinrezeptor im Gehirn, also ganz ähnlich eben wie auch Nikotin selbst es tut, und dementsprechend hat es eben durchaus auch an manchen Stellen im Körper eine ähnliche Wirkung. Ja. Das ist so ein bisschen auch, warum vermutet wird, dass es eben auch teilweise so eine psychoaktive Wirkung gibt und das auch so verwendet worden ist. Ja, dazu später nochmal mehr. Wie gesagt, das ist halt nicht ganz ohne, ne? Denn da gibt es schon viele Risiken. Ja, gerade halt eine Überdosierung, die halt dann auch gut und gerne mal tödlich enden kann. Als Teile wurden so verwendet eben diese grünen Sprösslinge, ja, die Blätter und auch die Blüten. Ja, in den Blüten finden wir natürlich tendenziell nicht ganz so viele Wirkstoffe wie jetzt vielleicht in diesen Sprösslingen oder den Blättern. Ja, und in den Samen, da finden wir noch viel mehr, aber die wurden gar nicht großartig verwendet in der Geschichte. Aber es gibt auch gleichzeitig noch so eine Aussage, die man oft liest, ja, wo es hieß, dass man sozusagen in Teemischungen als Schmuckdroge 1% dürfen dort Besenginsterblüten zumindest sein. Ja. Also so wurde es eben teilweise noch erlaubt, aber da sei natürlich dazu gesagt, ne, das ist trotzdem halt nicht ganz ohne. Man muss da auf jeden Fall gut aufpassen. Also so viel erstmal so ein bisschen zu den Inhaltsstoffen und zur Wirkung. Ja, eine sehr umfangreiche Wirkung, ja, mit vielen positiven Effekten durchaus, aber die können halt schnell umschlagen und deswegen wird es medizinisch auch nicht mehr so viel verwendet, ja, wie jetzt im 19. oder 20. Jahrhundert das vielleicht noch gemacht worden ist. Und da sei natürlich auch nochmal dazu gesagt, wurde nicht jetzt unbedingt Besenginster immer an sich verwendet und dass man da einfach einen Tee draus gekocht hat oder so, sondern dann teilweise natürlich auch schon das isolierte Alkaloid und sowas. Ne? Also kam dann auch mal ganz darauf an. Das Spartein wurde ja historisch eben viel eingesetzt in der Medizin, aber an und für sich zum Besenginster
Als Pflanze gibt es nicht sonderlich viele Studien, ja, wahrscheinlich eben auch wegen der ganzen potenziellen Nebenwirkungen und so weiter und so fort. Ein paar Alkaloide wurden mal so ein bisschen untersucht, ja, aber auch jetzt nicht in klinischen Studien mit Menschen, dass sie eventuell bei Alzheimer-Demenz so ein bisschen hilfreich sein könnten. Außerdem gibt es anscheinend in der Pflanze auch ein Potenzial, die mal in Sonnencremes einzusetzen, ja, bestimmte Auszüge daraus. Und bei Ratten hat man auch mal eine angstlösende und stressreduzierende Wirkung festgestellt. Aber wie gesagt, ja, das sind nur kleinere Versuche, Tierversuchsstudien, nichts Großes, was man jetzt unbedingt so auf den Menschen übertragen kann. Trotz seiner Giftigkeit fand der Besenginster in der Geschichte viele Verwendungsmöglichkeiten. Und das sowohl als Nutzpflanze, also so einfach in materieller Form, aber auch als Nahrungspflanze und eben sogar als Rauschmittel. Aber nur weil das alles mal so genutzt worden ist oder so war, ist das natürlich jetzt nicht als Aufruf zu verstehen, das alles unbedingt so nachzumachen, ne? Das sei natürlich dazu gesagt. Als Nahrungsmittel, fangen wir mal damit an. Ja, da ist der Besenginster schon sehr, sehr lange in der Geschichte verwendet worden, aber nur ganz bestimmte Teile, ne? Nämlich nur die Knospen und die Blüten, sonst nichts davon. Ja, und die wurden vor allen Dingen verwendet, ja, zum Beispiel zum Appetit anregen. Es gibt zum Beispiel so ein Buch, ein ganz altes aus 1657, das heißt Adam in Eden or Nature's Paradise. Und da drin wird zum Beispiel schon empfohlen, sauer eingelegte Ginsterblüten oder Knospen als Appetitanreger vor schweren und ja, heftigen Mahlzeiten zu konsumieren. Man findet zum Beispiel auch Rezepte für Broom Ale, ja, also es wurde in der Vergangenheit damit auch Bier gebraut, auch mit den Ginsterblüten in dem Fall. Die wurden statt Hopfen verwendet, denn ja, wie manche von euch ja vielleicht auch schon wissen, in der Vergangenheit vor dem Reinheitsgebot, auch insbesondere, fanden natürlich viele Kräuter ihren Weg ins Bier, ja, ganz andere Sachen als Hopfen. Der Hopfen ist ja jetzt das Einzige, was übrig geblieben ist, aber zum Beispiel war eben auch Besenginster mit im Bier teilweise anstatt von Hopfen, denn die Blüten haben dem Bier dann auch eine Bitternote gegeben und vielleicht durchaus auch noch einen etwas berauschenderen Effekt. Ja, ansonsten finden sich auch Rezepte noch, zum Beispiel auch in neueren Büchern, zum Beispiel in dem Buch Wild Foods von Roger Phillips, was ein sehr interessantes Buch auch ist. Ja, der macht zum Beispiel sogar Ginsterblütensalat, Ginsterblütenwein oder eben auch so sauer eingelegte Ginsterblüten, was halt so eher so das ganz traditionelle Rezept ist. Dann wurden die Blüten aber eben auch als Rauschmittel eingesetzt. Da gibt es zum Beispiel ein ganz interessantes historisches Dokument von 1966. Das ist das 10-Trip Ticket Book. Darin ist eine Zusammenfassung von einer Konferenz von der Universität in Berkeley in den USA zu finden, wo es eigentlich vor allen Dingen um LSD geht. Aber da drin gibt es eben auch so einen kurzen Text, der beschreibt, wie eben damals in den 60er Jahren ja, so die jüngeren Leute in den USA eben auch teilweise schon durch die Gegend gezogen sind, um diese Blüten zu sammeln. Und dann war so eine traditionelle Verwendung eben, was man dann gemacht hat mit den Blüten, dass man die dann 10 Tage lang, also frisch, in ein Glas getan hat, was man zuschrauben kann. Und dann hat man das einfach so gelassen, ja, das so anwelken lassen, 10 Tage lang oder verwelken lassen. Und das Endprodukt wurde dann wiederum getrocknet und dann eben mit Tabak vermischt, ja, teilweise als Cannabisersatz oder einfach um den Tabak anzureichern, geschmacklich und so von der Wirkung her. Ist so eine traditionelle Sache, ja, wurde auch teilweise eben auch als Tabakersatz wiederum verwendet. Ja, wie gesagt, wirkt ja durchaus auch auf die gleichen Rezeptoren wie der Tabak. Wie gesagt, es ist nicht ungefährlich und kein Aufruf, das nachzumachen, aber es wurde geschichtlich einfach gemacht. Ja, was gibt's noch so? Ja, natürlich auch eine große Verwendung in Form von ja, in der Medizin, ja, wie gesagt, da haben wir ja vieles schon angesprochen, ne? Wehenmittel, um bei niedrigem Blutdruck, um den Kreislauf zu stimulieren, bei Herzrhythmusstörungen als Diuretikum, aber auch äußerlich teilweise bei Abszessen wurde es verwendet, aber anscheinend sogar auch so in Haarspülungen, wenn man die Haare aufhellen wollte, ja, also auch da war es anscheinend irgendwie, um die Haare aufzuhellen, teilweise eine Verwendung. In der Medizin verbrannten die Ärzte damals auch teilweise den Ginster zu Asche, um aus dieser Asche Salze zu extrahieren. Ja, das war mal so eine ganz gängige Geflogenheit in der Medizin und das nannte sich dann Sal Genistae und das wurde dann wiederum in Wein zugegeben. Ja, dann wurden natürlich auch so ein bisschen die Fasern verwendet vom Ginster und die wurden dann zum Beispiel in Garne und Stricke gemischt, ja, damit wollte man zum Beispiel Baumwolle oder Wolle so ein bisschen strecken und das wurde zum Beispiel im Ersten Weltkrieg auch insbesondere gemacht. Da haben sich sogar in Deutschland ganz viele sogenannte Ginstergesellschaften gegründet, ja, die hießen richtig so Ginstergesellschaften
Und deren Sinn und Zweck war es eben, ja, den Ginster als Faserpflanze zu erforschen und auch zu verwenden. Der Besenginster wurde außerdem auch noch zur Herstellung von Holzkohle verwendet. Ansonsten wurden natürlich auch traditionell Besen daraus hergestellt, aus diesen Trieben, ja, aus diesen Sprössen hier. Denn ja, man sieht es ja teilweise schon von der Form. Es ist ja manchmal schon wie ein Besen gewachsen einfach und das ist natürlich auch namensgebend, ne, für den Besenginster, diese Verwendung. Ansonsten wurde auch das Holz teilweise verwendet zur Herstellung von Furnieren zum Beispiel oder auch zur Herstellung von Waffen. Also, wie man sehen kann, sehr historisch genutzte Pflanze, ja, sehr vielfältig genutzt auf alle Fälle. Und es ist natürlich ziemlich spannend, dass es eben so viel genutzt wurde und mittlerweile ist da doch ja viel irgendwie in Vergessenheit geraten von. Aber ja, das wird sich ja jetzt vielleicht wieder ändern. Nun kommen wir mal zu den Sagen, Legenden, Mythen, zum Brauchtum und zu allerlei Besonderheiten in der Geschichte rund um den Besenginster. Fangen wir mal an mit dem Besen an sich, der Verwendung als Besen. Im Englischen gibt es das Sprichwort: If you sweep the house with broom in May, you will sweep the head of that house away. Das soll so viel heißen wie, man soll im Mai besser nicht mit Besenginster das Haus fegen, denn sonst fegt man auch den Kopf des Hauses weg. Interessanterweise gibt es aber auch umgekehrt eher dann im deutschsprachigen Raum den Brauch, dass man gerade an Pfingsten das Haus insbesondere mit Ginster fegen soll, denn dann wird es sozusagen das Ungeziefer aus dem Haus fernhalten. Ja, in der Pfalz gibt es auch so ein bisschen die Geschichte mit dem Pfingstquack. Da läuft also sozusagen der Pfingstquack, ja, so eine Gestalt durch die Dörfer und man muss von dieser Gestalt Ginsterzweige klauen, denn wenn man keine Ginsterzweige geklaut hat und die dann nicht hinterher im Haus sind, wird das Haus im folgenden Jahr abbrennen. Ja, deswegen ist es dort ganz wichtig, sozusagen an die Ginsterzweige ranzukommen, die dieser Pfingstquack mit sich rumträgt. Das ist so ein bisschen, wo es ums Haus geht und so, aber es hat sich noch alles mögliche andere zugetragen. Zum Beispiel das Krönungsfest von King James II. Ja, das war so ein großes Fest und da stand zum Beispiel der Ginster wiederum auf dem Speiseplan, ja, nämlich eben eingelegte Ginsterkapern, also Ginsterknospen und Blüten eben sauer eingelegt, gab es dort zu essen. Aber da gab es auch allerlei schöne andere Sachen zu essen, die ihr von unserem Kanal vielleicht auch kennt. Ja. Zum Beispiel gab es dort auch Morcheln, aber es gab auch Gerichte, zum Beispiel mit dem Rheinfahren, den wir euch ja auch schon mal vorgestellt haben. Da gab es weit über 100 Gänge oder Menüs sozusagen auf diesem Krönungsfest. Ja. Das muss auf jeden Fall eine große Schlemmerei gewesen sein. Der Ginster spielt auch eine Rolle bei Gottfried V., auch genannt Gottfried der Schöne. Ja, das ist also ein Graf in Frankreich gewesen, also im heutigen Frankreich. Und der hat in seinen Kriegen gerne eine Ginsterblüte im Helm getragen. Ja, wahrscheinlich um sich so ein bisschen abzuheben, damit er halt nicht genau gleich aussieht wie seine ganzen Soldaten und so. Ja, man muss ja irgendwie so ein bisschen Autorität ausstrahlen. Und das hat er halt mit ein bisschen Ginster im Helm gemacht. Und das wurde dann so berühmt, die ganze Geschichte, dass man ihn dann eben auch nannte Gottfried Plantagenet. Ja, also das leitet sich von Plantagenista ab, was so viel heißt wie Ginsterstrauch. Und seine ganze Dynastie wurde dann sogar Plantagenista bzw. eben Plantagenet genannt. In der keltischen Mythologie, da gibt es auch eine ganz schöne Geschichte mit dem Ginster. Da gibt es nämlich eine weibliche Sagengestalt und die heißt eventuell Blodeuwedd oder sowas. Ja, ihr könnt es gerne korrigieren, es ist 100%ig falsch ausgesprochen. Ja, gern geschehen. Keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht. Auf jeden Fall, diese weibliche Sagengestalt, die wurde eben aus Ginsterblüten und Medesüßblüten unter anderem erschaffen und heißt deswegen auch sowas wie Blumengesicht. Da spielt es eine große Rolle. Auch bei den Kelten galt der Ginster insgesamt auch so als so ein bisschen eine Pflanze, ja, wo zum Beispiel die Feen zu Hause sind und merkwürdige Tiergestalten und sowas alles. Also da hat der Ginster auch eine große Rolle gespielt. Ansonsten gibt es auch noch so eine Sage, ja, wonach als Josef und Maria, also wir sind jetzt wiederum in dem Fall beim Christentum, nach Ägypten geflohen sind, dass dort Maria den Ginsterstrauch verflucht hat, weil er sie wohl fast verraten hätte. Denn als sie an Ginstersträuchen vorbeigelaufen sind, haben wohl diese Schoten mit den Samen drin so geraschelt und geklappert, ja, dass sie da eben fast aufgeflogen wären. Ja, dann gibt es noch eine fiktionale Geschichte. Und zwar gibt es ein Buch von Gustav Meyrink, das heißt des deutschen Spießers Wunderhorn. Und in diesem Buch gibt es eine Geschichte, wo ein Herr Baldrian sich Ginster, Stechapfel und Nachtschatten in einer Pfanne erhitzt und die Dämpfe einatmet und ja, sich kaum noch auf den Beinen halten kann vor diesem berauschenden
dämpfen. Und dann spricht er auch noch eine Beschwörungsformel. Und ja, dann passiert so einiges. Und am Ende liegt er dann da und träumt, dass er durch die Lüfte fliegt. Und vor ihm fliegt ein schwarzer Ziegenbock in der Luft und tritt ihm fast ins Gesicht. Also der Ginster hat in der Geschichte auf jeden Fall eine große Rolle gespielt. Ja, auch natürlich so bei Hexen. Ja, auch da hat man gesagt, dass die Hexen den Ginster gerne in ihre Hexenbesen zum Beispiel mit reinbinden. Und außerdem gab es dann auch noch so eine Bauernregel, ja, wo man gesagt hat, dass wenn der Ginster sehr viel blüht, dass es in dem Jahr eine gute Ernte geben wird. Also so viel zum Besenginster, was die Geschichte angeht. Wie ihr seht, ist der Ginster eine unglaublich spannende Pflanze. Und wenn ihr entgegen aller Warnungen doch irgendwie den Ginster konsumieren wollt, dann sei nochmal davor gewarnt, tut es besser nicht. Ja? Der hat schon ziemlich gefährliche Alkaloide. Und wenn ihr es nun trotzdem tun wollt, dann seid zumindest gesagt, wenn ihr Bluthochdruck habt, dann solltet ihr es wirklich unbedingt lassen, denn die Pflanze erhöht den Blutdruck zusätzlich nochmal. Und wenn ihr MAO-Hämmer konsumiert, dann solltet ihr es auch lassen, denn die biogenen Amine in dieser Pflanze in Kombination mit MAO-Hämmern können dann auch wieder relativ schnell tödlich enden. Wenn ihr uns unterstützen wollt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unser Buch Mittendrin im Draußen vorbestellt. In dem Buch geht es unter anderem auch um Zauberpflanzen und wie die so zum Teil verwendet worden sind, wie sie vielleicht auch immer noch verwendet werden, wie wir sie vielleicht auch verwendet haben schon und vieles, vieles mehr. Also Mittendrin im Draußen erscheint am 30. August und ihr könnt es ab sofort vorbestellen. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch sehr über Spenden bei PayPal oder Patreon oder wenn ihr mal in unserem Merchandising-Shop vorbeischaut. Dann gibt es hier ein spannendes Video über die Gundelrebe, auch eine Pflanze mit einer langen und interessanten Geschichte. Und hier gibt es ein anderes spannendes Video, was auch ziemlich gut ist. Und dann sage ich mal, bis bald.